Herzlich willkommen, liebe Heimkino-Weltfreunde, liebe Fans. Willkommen bei unserem neuen Video Upgrade Your Sound. Wir haben uns heute ein Special für euch überlegt, das sicherlich vielen von euch auch am Herzen liegt und wo immer wieder viele Fragen kommen, nämlich Thema Endstufen und AV-Receiver. Sehr viele unserer Kunden haben natürlich Surround Receiver im Einsatz mit irgendwo zwischen 5 und maximal 15 Kanälen momentan. Und es kommt immer wieder das Thema auf, brauche ich eine separate Endstufe, macht das Sinn, wie viele Kanäle brauche ich im Surround Receiver, wie sind die Unterschiede etc. Wir greifen das Thema jetzt einmal für euch auf. Wir haben relevante Produkte, die wir am meisten verkaufen, exemplarisch hergenommen, haben die mal geöffnet und ich versuche euch einmal zu erklären, wo ein Surround Receiver Sinn macht und wo er seine Limitationen einfach hat. Wenn man das sieht, glaube ich, erkennt man relativ schnell, wo die Unterschiede sind und wo auch die klanglichen Unterschiede liegen werden. Ich nehme euch einmal mit, wir haben hier als exemplarisch einmal den Denon, den AVC X6700 genommen. Ich glaube, das ist einer der besten Surround Receiver am Markt aktuell mit 11 Kanälen, alle Tonformate, HDMI rauf, runter, links, rechts, HEOS, Raumsteuerung, whatever, name it, das Produkt hat, EARC, wie auch immer. Und als Surround Receiver, wie gesagt, auch einer unserer meistverkauftesten, ist momentan in Aktion bei uns um 1099, aber das ist jetzt nur mal so daneben erwähnt. Wir haben das Gerät geöffnet und wir schauen uns einmal gemeinsam an, wie das Gerät jetzt einmal von innen aussieht. Ihr habt hier den Power Transformer von Denon und hier dann die Ausgangsendstufen. Hier sehen wir die gesamte Technik, die das Produkt natürlich braucht. Das heißt HDMI-Boards, Steuerung, Netzwerkkarten, DSPs und. Das heißt, technisch gesehen versorgt dieser Power Transformer von Denon die 11 Ausgangsendstufen mit Strom. Denon baut wirklich gute Verstärker, das möchte ich gleich einmal vorausschicken. Es wäre jetzt bei einem anderen Hersteller optisch gleich. Wir haben jetzt einfach Denon hergenommen, weil es die meistverkaufteste Brand ist, glaube ich, momentan am Markt und auch sehr viele unserer Kunden haben, es sei jetzt nur exemplarisch erwähnt. Wir haben vor ungefähr einem Jahr angefangen, Mehrkanal-Endstufen mit Musical Fidelity zu entwickeln, die es jetzt zwischen 5 und 11 Kanälen auch gibt. Und hier haben wir ein solches Beispiel einer Endstufe. Das heißt, hier haben wir 7 Kanäle in einem Gehäuse. Ihr seht, es ist einmal von der Bauform her des Produkts generell etwas größer, die HiFi-Breite bleibt immer gleich, aber ihr seht sofort, wir haben hier 2 Power Transformer, also wir haben 2 Trafos sozusagen, die 7 Stück Endstufen in diesem Gehäuse versorgen. Und es sollte man jedem klar sein, auch wenn man jetzt technisch nicht besonders affin ist, dass natürlich diese Sektion bei weitem nicht die Leistung bringen kann, wie diese Sektion für 7 Endstufen. Es muss euch klar sein, dass speziell jetzt in der neueren Zeit mit Auro, Atmos 7, 9, 11, 13, 15 Kanälen natürlich bei einem Surround Receiver das Teil, wenn alle eure Lautsprecher auf einmal saugen, sprich ich bin im Atmos-Modus, im Auro-Modus und will 3D-Audio erleben, natürlich eine Limitation hat. Das merkt man auch ganz stark an der maximalen Leistungsaufnahme des Geräts. Das heißt, wenn man in der Bedienungsanleitung nachschaut, wird man relativ schnell sehen, 11 mal 200 Watt müsste 2 kW, über 2 kW Leistungsaufnahme bedeuten. Das hat das Gerät nicht. Das heißt, ihr habt natürlich eine Limitation in der Abgabe der Leistung. Das ist hier nicht der Fall. Hier habt ihr wirklich gesichert, dass immer die gleiche Leistung sozusagen rausgeht, egal wie viele Lautsprecher da jetzt dran absaugen an Watts. Es ist auch klanglich natürlich eine komplett andere Nummer. Das kann man nicht vergleichen, liegt nicht daran, dass Denon schlechte Verstärker baut, das macht sie nicht. Aber es hat natürlich seine physikalische Limitation, weil das passt einfach nicht hier rein, technisch nicht möglich. Somit muss jeder Hersteller anpassen. Das heißt, er muss optimieren, er muss es im Gehäuse anpassen, er muss die Wärmeabgabe optimieren und. All das ist hier nicht mehr der Fall. Das heißt, hier
kann der Hersteller wirklich hoch optimieren, das Gehäuse, die Transformers auf seine 7 Ausgangsendstufen, und das ist natürlich technisch eine ganz andere Nummer. Das heißt, unser Zugang ist, du nimmst dir einen Denon-Verstärker deiner Wahl als Head-Unit, als Intelligenz, als Steuerzentrale, als Prozessor sozusagen und ergänzt diesen Verstärker mit einer reinen Leistungsendstufe, die einem dann im Normalfall auch ewig bleibt. Das heißt, eine gute Endstufe einmal gekauft, bleibt euch für die Ewigkeit. Da gibt es auch keinen Grund, alle 3 Jahre eine neue Endstufe zu kaufen, außer man will noch mehr haben, noch besser, noch schöner, noch größer. Dann natürlich gerne. Ansonsten bleibt das Teil, ist built for eternity. Ja, hier haben wir natürlich ein technologisches Ablaufdatum drauf. Das heißt, HDMI-Schnittstellen, Netzwerkschnittstellen, Streamingdienste, Raumeinmessung, Tonprogramme, DSPs, name it. Irgendwann ist das Teil technisch einfach überaltet. Das heißt, in 3 Jahren sehen wir uns wieder und du kaufst dir den nächsten auf Denon AV-Receiver, weil es dann HDMI 3.0, 3D-TV ohne Brille, Laser, whatever dann am Markt ist und Denon natürlich neue Schnittstellen und neue Produkte auf den Markt bringen muss. Aber das bleibt dir. Das heißt, deine Endstufen, deine Leistungsendstufen, deine Lautsprecher sind nach wie vor hier versorgt. Die Intelligenz holen wir uns über den AV-Receiver. Technisch ist das relativ einfach zu lösen. Wir nehmen uns ein Cinch-Kabel. In dem Fall haben wir was von AudioQuest vorbereitet. Das sind übrigens wunderschöne Produkte auch. Verkaufen wir sehr gerne. Ist auch einer unserer meistverkauftesten Marken. Das heißt, man nimmt einfach ein Cinch-Kabel. Bei AV-Prozessoren sind es dann sehr oft XLR, also sprich eine symmetrische Verbindung. Bei Surround-Receivern ist das normalerweise nicht so. Das heißt, die haben dann Cinch-Ausgänge für die meisten Kanäle. Auf das muss ich natürlich achten, wenn ich mir einen Surround-Receiver kaufe. Das heißt, wir schauen einmal. Wir haben hier auch beim 6.7er Pre-Outs, Vorverstärkerausgänge für alle Kanäle. Das heißt, wir müssen nicht die Endstufen verwenden, wir können die Endstufen verwenden. Das heißt, wir könnten jetzt auch 7 Kanäle oder eine 5-Kanal-Endstufe nehmen, versorgen sozusagen Front, Center, Surrounds zum Beispiel über meine externe Endstufe und lasse die komplette 3D-Übung für die Decke weiterhin am Surround-Receiver verbunden. Das heißt, der kleine Transformer macht dann nur 3D-Audio und alles ist gut. Und für die richtigen Lautsprecher, also Front, Left, Center, Right, Surround, Surround Back, nimmt man die richtige Endstufe. Wie mache ich das? Total easy. Wir verbinden Front Right mit einem Eingang unserer Wahl, zum Beispiel hier, und alles ist gut. Das heißt, mein Lautsprecher hängt hier drauf oder halt hier drauf, in dem Fall ist es ein Surround, sorry, in dem Fall wäre es korrekt hier als Front Right. Mein Lautsprecher hängt hier drauf, der Verstärker muss sich nicht mehr um den Frontlautsprecher kümmern und alles ist gut. Ich habe meinen Surround Receiver, den ich vielleicht auch ein bisschen günstiger dann halten kann, weil ich nicht so eine starke Endstufe brauche und entlaste den mit einer separaten Leistungsendstufe von eben in dem Fall zum Beispiel Musical Fidelity. Jetzt gibt es natürlich Kunden, die haben, ihr braucht 5 Kanäle, 7, 11, 16, egal. Es gibt Mehrkanalverstärker wirklich in fast jeder Konfiguration. Das heißt, wir können anbieten was in 4 Kanälen, wir können etwas anbieten in 5, in 7, in 11 und bis zu 16 Kanälen. Ja. Das hier ist zum Beispiel ein 11-Kanal-Gerät von Musical Fidelity. Das heißt, wir haben eine reduzierte Leistung auf den Surround-Kanälen, aber auf Left, Center, Right hast du dann maximale Leistung. Das heißt, unser Zugang ist für euch: Kauft euch euren Surround Receiver, Denon, Marantz, Yamaha, Pioneer, Onkyo, was immer wichtig ist für euch oder was ihr gerne hättet, was euch auch klanglich besser gefällt. Wir sollten darauf achten, dass er Pre-Outs hat für alle Kanäle und dann, vielleicht nicht gleich oder später, kauft man sich eine separate Endstufe dazu, die dann für die Ewigkeit bleibt. Und dann kann ich mir Lautsprecher draufstecken, was immer ich will. Ich bin sicher, die Leistung ist vorhanden, die Klangqualität ist vorhanden und es ist ein echtes Upgrade für euer Surround-System, natürlich auch ganz speziell für Musikwiedergabe. Und man braucht sich beim nächsten Surround-Receiver-Wechsel nicht mehr darüber Gedanken machen,
hat der genug Leistung, hat er das nicht, ist die Endstufe groß genug. Alles egal, unter Anführungszeichen, weil ich weiß, meine Lautsprecher sind gut versorgt. Das ist das eine. Das andere zum Thema 3D-Audio noch, und das ist dann auch ein Thema der Anzahl der Kanäle, wollte ich noch ein bisschen was erzählen. Es ist natürlich das Thema jetzt mit Dolby Atmos, Auro 3D, 15 Kanäle, 13, 11, 9, Front High, Front Wide, Front Back. Also die Konfigurationsmöglichkeiten sind ja unendlich. Allerdings kostet es auch Geld. Das heißt, es muss einem schon bewusst sein, wenn ich 3D-Audio mache, muss ich natürlich mehr Lautsprecher kaufen und brauche auch mehr Budget. Das heißt, das Thema, was man sich auch bei der Anzahl der Kanäle, die man sich kauft, auch Gedanken machen muss, ist, wie viel Budget habe ich überhaupt zur Verfügung für meine Surround-Anlage. Viele Kunden kommen zu uns ins Geschäft und sagen, alles gut, ich habe 10.000 €, ich hätte gerne ein 13-Kanal-System. Dann muss ich gestehen, zwickt es mich schon ein bisschen, weil 10.000 € sind natürlich viel Geld, aber für 13 Kanäle auch wieder nicht. Ihr müsst euch vorstellen, ihr braucht einen Surround-Receiver, der mit 13 Kanäle dekodieren kann, 13 Endstufen. Ihr braucht 13 Lautsprecher plus zumindest einen Subwoofer. Das heißt, wir reden über 15, 16 Komponenten und ich habe 10.000 € zur Verfügung. Das heißt, eine Komponente dürfte im Schnitt maximal 700 € kosten. Ist gar nicht so viel. Das heißt, manchmal ist weniger mehr. Mein Zugang ist, oder unser Zugang ist, macht die untere Ebene, die unteren 5 Kanäle oder 7 richtig in der Qualität und erst dann nach oben hin ergänzen, wenn es das Budget wirklich sinnvoll erlaubt. Oder wir starten nur mit Stereo. Auch okay. Aber macht es richtig. Macht nicht den Fehler, die maximale Kohle gleich in 3D-Audio komplette Batterie zu investieren, wenn die Qualität sinkt. Weil 10-mal Kacke bleibt Kacke. Das wird deswegen nicht besser. Ja? Das heißt, vielleicht manchmal einen Schritt zurück, investiert in richtige Komponenten, die man lange hat, die einen Sinn machen, die auch klanglich gut sind, die einen nicht stressen, die kann Digital Noise draufhauen etc. Diese ganzen DSP-Geschichten sind oft gefährlich. Ja. Wir lassen die Intelligenz noch einmal hier, alles gut, holen uns unsere 5 oder 7 Kanal oder vielleicht sogar die 11 Kanal Endstufe unserer Wahl und haben das System hier komplett entlastet und ihr werdet sehen, das macht den Mörderunterschied. Klanglich, von der Performance, der Lautsprecher spielt viel entspannter, ihr könnt auch Pegel fahren einmal, wenn ihr wollt, ohne dass das oben hart klingt, dass es nervt, dass es verzerrt. Auch im leisen Bereich speziell hat eine Endstufe mit solchen Transformatoren den Lautsprecher super unter Kontrolle. Es wird exakter, es wird schneller, es wird feinauflösender. Das glaubt man erst dann, wenn man sowas einmal gehört hat. Das heißt, wenn ihr unsicher seid, ruft uns an. Wir stellen euch sowas auch einmal zur Verfügung. Ihr könnt es auch zu Hause testen. Ja. Das heißt, in dem Sinne, kommt vorbei, hört sich das an. Wir haben diese Endstufen da. Es muss natürlich nicht Musical sein, es kann Rotel sein, es kann Marantz Endstufen gibt es auch, Mehrkanal mittlerweile. Es gibt so viele Möglichkeiten natürlich, die wir haben im Mehrkanalbereich. Da kann man dann gemeinsam schauen, was passt, was ist auch im Budget etc. Die Musicals finde ich halt wirklich gut gemacht. Aber however, kommt vorbei, hört es euch an oder probiert es zu Hause aus. Aber noch einmal, in dem Fall, glaube ich, ist es einfach sichtbar, dass das hier natürlich eine komplett andere Nummer ist als das und natürlich anders klingt und eine, neudeutsch gesprochen, nachhaltige Anschaffung ist. In dem Sinne, schaut vorbei. Würde mich freuen. Wir haben die Teile vorführbereit, wir haben es auch lagernd. Man kann es auch im Webshop direkt bestellen, ausprobieren, kein Problem. Würde mich freuen, dass wir uns einmal wieder sehen bei uns. Daumen hoch, viel Spaß.